Hallo zusammen, wir schauen uns heute mal einen richtig interessanten Köder an, denn heute geht es um unseren Nace Raven. Der Raven ist ein Curly-Tail Worm, das heißt, es ist ein Gummiwurm, der am Ende einen Twisterschwanz hat. Das sieht unter Wasser extrem genial aus. Der Köder hat über den gesamten Körper unsere markanten Nace-Rippen. Die spiegeln sich ja in vielen unserer Baits wieder. Die sorgen dafür, dass unter Wasser nochmal eine bestimmte Aktion, unterschiedliche Verwirbelungen erzeugt werden, die von den Fischen eben aufgenommen werden. Auf dem Rücken des Wurms haben wir mehrere Einkerbungen, die wieder unterschiedliche Verwirbelungen erzeugen, die es uns ermöglichen, in Kombination mit einem Schlitz, der oben eingelassen ist, einen Offset-Haken an dem Köder zu fischen. Am Ende des Wurms befindet sich, wie gerade eben schon erwähnt, ein Twisterschwanz. Der hat unter Wasser die Aktion, dass er sich eben durchs Wasser schlängelt, und das sieht extrem interessant für unsere heimischen Räuber aus und funktioniert super auf Hecht, Barsch und Zander. Ja, so viel zu den Details des Köders. Wir wollen jetzt mal unter Wasser angucken, wie der Raven denn so aussieht, und ich zeige euch die Methoden, die sich für mich als am effektivsten herausgestellt haben, und die gucken wir uns jetzt mal im Aquarium an. Kommen wir zur ersten Methode, die ich gerne mit dem Raven fische, und das ist der Raven am Offset-Haken, dann als Texas oder Carolina Rig montiert. Als erstes schauen wir uns das C-Rig an. Das sieht unter Wasser so aus, dass das Blei vorwegläuft, der Köder schwerelos hinterher. Da kann der Raven eben durch seinen Curly-Tail hinten schön hinterherlaufen. Das Interessante beim C-Rig oder Texas Rig Fischen ist, dass die Fische den Köder relativ lange im Maul behalten, weil sie eben kein Gewicht spüren. Das Blei läuft nämlich komplett frei auf der Hauptschnur. Wenn der Fisch den Köder packt, hat er kein Gewicht dran, und dadurch behalten die Fische den Köder relativ lange im Maul. Das heißt, ihr müsst nicht direkt den Anschlag setzen, sondern ihr habt eine bessere Hakquote, wenn ihr einfach auf Tuchfühlung geht, guckt, ja, ist der Fisch dran, nicht so stark ziehen, dass er keinen Gegendruck bekommt. Und wenn ihr merkt, okay, da ist Gewicht dahinter, dann den Anschlag setzen, und das führt dazu, dass ihr wirklich eine gute Hakquote bekommt. Die zweite Version wäre das Ganze dann als Texas Rig, das heißt, das Blei läuft immer noch frei auf der Hauptschnur, ist aber jetzt direkt vor dem Köder ohne Abstand, und dadurch habe ich eine schnellere Präsentation. Das heißt, der Köder sinkt im Verhältnis immer schneller eben mit dem Blei mit ab. So kann ich ihn vor allem in Bäumen oder zwischen irgendwelchen Hindernissen sauber präsentieren. Durch den Offset-Haken ist es immer noch extrem krautfrei, aber ich habe auch den Vorteil eben, den ich wie beim C-Rig habe, dass der Fisch, wenn er den Köder hat, noch nichts spürt und ich wieder einen super sauberen Anschlag eben setzen kann. Also das sind zwei Formen, die sich super für den Raven eben eignen und die ich extrem oft gerade zum Barsch, Zander, aber auch zum Bassfischen nutze. Die zweite Präsentation wäre der Raven am Netkopf oder am Stand-Up-Kopf. Dadurch bekommt der Köder unter Wasser eine ganz interessante Aktion. Der Köder steht nämlich immer aufrecht zum Boden, und bei der Absinkphase, wenn ihr den Köder animiert, indem ihr leichte Twitches in die Rute gebt, um den Köder ein bisschen aktiver zu führen oder einfach nur zu faulenzen, also langsam zu versetzen, da bewegt sich eben der Curly-Tail immer mit. Ihr könnt ihn auch mal stehen lassen, gerade in strömungsreicheren Bereichen wird der Curly-Tail hinten von ganz alleine laufen, und ihr könnt den Köder wirklich einfach stehen lassen. Der Fisch kann sich das in Ruhe angucken, und es ist eine super Methode, gerade wenn ihr wisst, wo die Fische sich aufhalten, wo sie stehen, den eben genauer und präzise auszufischen. Das ist eine Sache, die bei mir sehr viel Einsatz findet und die ihr auch definitiv ausprobieren solltet. Als dritte Einsatzmöglichkeit bietet sich der Raven super als Trailer für einen Maze Runner oder einen Warrior an. Der Raven hat eine ziemlich schlanke Form, und durch den Curly-Tail hinten bekommt ihr viel Aktion in den Spinnerbait eben rein, aber auch beim Warrior ist es so, dass das Laufverhalten des Köders dazu führt, dass der Raven hinten schön hinterherläuft. Und ihr habt einen riesen Vorteil im Vergleich zu einem Paddle-Tail, wie jetzt zum Beispiel einem Venom oder einem Predator, ist es so, dass der Köder wenig Druck erzeugt. Das heißt, ihr könnt ihn ziemlich schnell fischen, und ich nutze den Raven am liebsten immer dann, wenn ich zügig fischen muss. Da ist es wirklich eine super Lösung, weil der Curly-Tail hinten eben wenig Druck erzeugt und ich dadurch den Spinnerbait deutlich schneller fischen kann. Tja, ich hoffe, ihr fandet es genauso interessant wie ich, den Raven unter Wasser zu sehen, um mal zu gucken, wie der Köder so läuft und wie die Techniken den Köder unter Wasser spielen lassen. Jetzt würde es mich mal interessieren, was ihr schon für Erfolge mit dem Raven verzeichnen konntet und an was für Methoden ihr den Raven vielleicht fischt. Das war es jetzt von hier, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.